Nochmal kurz zu meiner Person. Mein Name ist Markus Emmert. Ich bin Vorstand im Bundesverband E-Mobilität und ich habe heute die Ehre, diese Pressekonferenz moderieren zu dürfen. Kurz zum heutigen Ablauf. Stellen Sie bitte Ihre Fragen im Chat, welcher Ihnen rechts zur Verfügung steht. Wir werden dann im Anschluss auf Ihre Fragen zurückkommen. Unsere heutige Agenda. Ich werde kurz eine Keynote von meiner Seite halten. Im Anschluss wird Herr Harald Piller, Präsident und CEO bei Alco, referieren. Danach Dominik Kreutle, Produktionsleiter des Werks in Günzburg, mit Einblicken in die eFactory. Hans-Jürgen Abt, gesellschaftender Geschäftsführer der Abt Sportsline, wird uns über die Zusammenhänge von Alco und Abt informieren. Und in einem gemeinsamen Talk diskutiere ich heute mit meinen Studiogästen. Herr Dr. Martin Scholtes, gesellschaftender Geschäftsführer von Evo Motors. Herr Erwin Gentner, Geschäftsführer der Alois Kober Gruppe. Und Herr Dr. Frank Sager, Senior Vice President R&D der Alco Vehicle Technology Group. Herzlich willkommen. Anschließend werden wir Ihre Fragen beantworten. Nun lassen Sie uns starten auf eine spannende Information und einen tollen Dialog. Chance Elektromobilität. Die Potenziale der Elektromobilität sind enorm und vielfältig. Doch lassen Sie mich kurz ein paar Worte zum Bundesverband E-Mobilität verlieren. Mit knapp über 300 Mitgliedsunternehmen, einem Umsatz von weit über 100 Milliarden Euro im Jahr und über 1 Million Beschäftigten weltweit sind diese Mitgliedsunternehmen vertreten. Und dazu gehört unter anderem eben auch die Alco oder eben Evo Motors. Vielen Dank an dieser Stelle auch Ihnen. Seit 12 Jahren sind wir am Start. Mit derzeit 19 Arbeitsgruppen beschäftigen wir uns über die komplette Bandbreite der Elektromobilität. Und die Bandbreite der Elektromobilität ist gigantisch. New Mobility Solutions. Angefangen von E-Tretrollern, Leichtfahrzeugen hin zu Autos, Trucks, Bussen, Bau, Land, Sondermaschinen bis hin zur maritimen Mobilität, sogar zur Luftfahrt. Alles in diesen Bereichen findet ein Transformationsprozess statt, hin zu einer nachhaltigen Mobilität. Aber schauen wir mal zum aktuellen Status am Beispiel der Fahrzeuge, der PKWs. Wo stehen wir und wohin geht die Reise? Zum aktuellen Stand haben wir knapp 750.000 E-Fahrzeuge in dem Bestand und ungefähr 50% davon sind sogenannte Plug-in-Hybride. Wir erwarten im Jahr 2030 12 bis 14 Millionen E-Fahrzeuge, wobei die Plug-in-Hybride tendenziell der Anteil geringer werden wird. Wie schaut es denn aus mit der Ladeinfrastruktur? Das Rückgrat der Elektromobilität, öffentliche Ladeinfrastruktur, enorm wichtig, aber auch private Ladeinfrastruktur und Arbeitgeberladen. Und wie groß dort die Nachfrage ist, zeigt sich an dem Förderprogramm private Ladeinfrastruktur. Über 470.000 bewilligte Anträge sind bereits vergeben. 45.000 öffentliche Ladepunkte stehen uns circa zur Aktuellen Stunde zur Verfügung. Davon 6.000 sogenannter Schnelllader und von diesen 6.000 ungefähr 2.500 Schnelllader mit einer Ladeleistung größer 100 kW. Sie sehen hier in dem grünen Balken den Gap, den wir momentan haben, gemessen an dem aktuellen Fahrzeugbestand. Das heißt, wir haben auch hier noch Handlungsbedarf und Nachholbedarf und perspektivisch 2030 brauchen wir ungefähr 400.000 Ladepunkte, 300.000 AC, also Normallader und 100.000 Fast Charger. Warum machen wir das Ganze? Weil wir es machen müssen. Zur Erreichung der Klimaschutzziele 2030 bzw. 2050 bedarf es einem akuten Handlungsbedarf. Einige Länder in Europa haben bereits heute schon das Ende des Verbrenners eingeläutet. Sie sehen das hier unter anderem auch in der Folie. New Mobility Solutions. Es besteht akuter Handlungsbedarf, sowohl in der Politik als auch in den Regulierungen, aber natürlich auch im Transformationsprozess in der Industrie. Und das ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Dazu bedarf es Akteuren, die es verstehen und sich darauf spezialisiert haben. Und genau deshalb sind wir heute hier. Ich freue mich nun, das Wort und auch das Bild an Herrn Harald Hiller
übergeben zu dürfen. Herr Hiller ist Präsident und CEO der Alco Vehicle Technology Group und verantwortet damit die strategische und operative Führung der global agierenden Unternehmensgruppe. Herr Hiller wird Ihnen in den nächsten 10 Minuten vorstellen, was die Transformation und die Ausrichtung des Unternehmens in Richtung Elektromobilität ausmacht. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. New Mobility Solutions, strategische Transformation trifft Systempartnerkompetenz. Was heißt das? Wir als Alco, als Unternehmen, haben uns schon vor mehr als 10 Jahren mit hybriden Antrieben beschäftigt. Ich glaube, wir waren eigentlich einer der ersten, wenn nicht zu sagen, die ersten, die auf der Messe in Düsseldorf, auf dem Caravan-Salon, ein Hybridfahrzeug, ein System vorgestellt haben. Damals seiner Zeit voraus. Es fand großen Anklang, großes Interesse. Aber wie gesagt, die Zeit war noch nicht reif, um solche Lösungen in die Märkte zu bringen. Seit dieser Zeit hat sich natürlich eben von der strategischen Seite her viel getan. Wir als Unternehmen sind 2016 eine strategische Partnerschaft eingegangen mit der Firma Dexter in den USA. Daraus ist ein Global Leader entstanden, ein Leader in unseren Segmenten und die Dachgesellschaft Dexco Global, deren wir zugehörig sind. Konkret heißt es in Zahlen, wir haben die letzten 4 Jahre, 5 Jahre ca. 13 Unternehmen akquiriert, um unsere Kompetenz in unseren Märkten zu erweitern, unsere technologische Kompetenz und natürlich auch unser Produktangebot. Das heißt für uns nur als Alco, wir produzieren und vertreiben ca. 700.000 Achsen und Achssysteme in unseren Segmenten und ca. 100.000 Chassis und Chassissysteme in den Bereichen Caravan, Motorcaravan, Nutzanhänger und Nutzfahrzeuge. Wir haben im Jahr 2020 trotz der Krisensituation durch unsere Innovationskraft einen Umsatz generieren können von ca. 680 Millionen US-Dollar. Wir haben unseren Umsatz, seit wir in 2016 verkauft worden sind und diese Partnerschaft eingegangen sind, nahezu verdoppelt. Und dieses Jahr rechnen wir mit ca. 800 Millionen plus an Umsatz. Was heißt es konkret für unsere Produkte, unsere Märkte? Aus dem Ursprung heraus der Achsen- und Chassistechnik sind wir in den Bereich Motorized Chassis eingestiegen, so nennen wir das. Auch ein elementarer Kernproduktbereich bei der Firma Alco. Und wir haben durch strategische Zukäufe, ich hatte das angesprochen, Kompetenz weiter aufgebaut im Bereich Elektrotechnik, Elektronik und auch Software. Jüngstes strategisches Mitglied unserer Gruppe war die Firma Safim im elektrohydraulischen Bremsbereich, landwirtschaftliches Segment, auch sehr spannend für uns. Und wir sehen auch dort, dass das Thema Elektromobilität sehr stark Einzug hält. Ich hatte es angesprochen, unsere Kernkompetenzen, unser Ursprung ist die Produktion, die Entwicklung, die Produktion und der Vertrieb von Achsen und Achssystemen, Chassiskomponenten, die auch als Systemträger in den jeweiligen Fahrzeugkategorien agieren. Und daraus entstand über den Ursprung des ersten Gedanken eines Hybridfahrzeuges, ich hatte es eingangs gesagt, in 2010, das wir auf der Messe präsentiert haben, mit Partnerschaften auch die Idee in die Produktion von reinen E-Fahrzeugen einzusteigen. Was bedeutet es konkret an Fahrzeuglösungen, die wir entwickelt haben? Wir sind Partnerschaften eingegangen mit zum Beispiel der Firma Huber Automotive. Wir haben unseren Ursprungsgedanken des Hybridfahrzeuges weiterentwickelt, haben ein neues Fahrzeug entwickelt, technisch sehr anspruchsvoll, sind bereits damit auf der Straße unterwegs. Natürlich Prototypenstadium, ist klar. Und wir sind auch, ich hatte es gerade eben angedeutet,
eingestiegen in die Produktion von reinen E-Fahrzeugen. Das heißt, wir sind vor 3 Jahren circa eine Partnerschaft eingegangen mit ABT-E, sprich VW-Konzern, und haben Millionen investiert in die Produktion von reinen E-Fahrzeugen. Hier bauen wir Verbrennerfahrzeuge um in reine Elektrofahrzeuge. Und das ist für uns natürlich eine Learning Curve, die wir hier durchlaufen haben, hat uns sehr weit gebracht und hat uns auch geholfen, im Zusammenhang mit namhaften Partnern wie Street Scooter oder auch Evum, das sind reine Elektrofahrzeughersteller, unsere Systempartnerschaft und Kompetenz anbieten zu können. Und wir sehen natürlich große Möglichkeiten für die Zukunft, das zu erweitern. Nochmal konkret auf das Thema eFactory. Es ist nicht unser Ursprung, ja, aber ich hatte das auch angedeutet über die Jahre mit unserer strategischen Transformation von einem reinen Achsen- und Chassishersteller hin zu einem Systemhersteller, der auch in der Lage ist, bei der Elektrifizierung der Fahrzeuge in die Zukunft gerichtet, konkret mit dabei sein zu können, war es für uns eben besonders wichtig, ein bisschen einen Sidestep zu machen und nicht wie viele, ich sage mal, über Ideen und Strategien zu reden, sondern wir sind wirklich im Doing. Wir produzieren und ich muss es auch so sagen, wir verdienen natürlich auch Geld damit. Wir müssen Geld damit verdienen, um diese zukünftigen Technologien auch finanzieren zu können. Wichtig auch für uns, ich denke, ich brauche das nicht nochmal speziell zu betonen, ich möchte aber spezifisch darauf eingehen, ist es, dass wir in den Ursegmenten, in denen wir unsere Kernkompetenz haben, nämlich im Achsenbereich, heißt im Nutzanhängerbereich und im Caravan-Bereich, wir nennen das, sage ich mal, Green Caravaning, strategisch unser Produktportfolio weiterzuentwickeln. Heißt im Konkreten, wir arbeiten an konkreten E-Achs-Systemen mit integrierten Antrieben und wir sind weit über die Ideenphase hinaus und ich glaube, dass wir in naher Zukunft, ich will keinen konkreten Termin nennen, unseren Kunden und Partnern erste Ideen auch in Hardware präsentieren können. Natürlich ist für uns das Thema Leichtbau nach wie vor wichtig. Es geht hier um Gewicht, es geht um Emissionsreduzierung des Gesamtsystems. Aber ich glaube einfach, dass wir hier eine wesentliche Rolle spielen können und auch werden. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, mit unseren Kollegen in den USA, ich hatte das zu Beginn angedeutet, wir produzieren ca. 700.000 Achsen und Achssysteme. Unsere Kollegen in den USA weit über 1 Million. Für uns unglaubliche Möglichkeiten, dass wir uns Skaleneffekte zunutze machen, die natürlich wiederum auch Vorteile bieten für die Kunden und auch für die Anwendungen in den jeweiligen Märkten. Ja, vielleicht nochmal zusammenfassend. Die letzten Jahre waren eine wahnsinnige, spannende Zeit. Wir verstehen das Thema Transformation anders, natürlich auch durch den Verkauf sind wir völlig neue Wege gegangen. Wir hatten die Möglichkeit, mit Kapital, das uns zur Verfügung gestellt wurde, Unternehmen zuzukaufen, Know-how zuzukaufen. Ich glaube, wir machen das sehr professionell, auch Innovation und Technologie zuzukaufen, aber mit einem klaren strategischen Blick, was wir wollen. Und ich möchte nochmals betonen, wir können richtig was vorweisen, dass wir eigentlich schon auch im Doing sind. Ja? Viele reden ja über Ideen und was sie machen wollen, was möglich ist. Wir machen es bereits. Das macht uns natürlich auch interessant für die Branche oder für die Branchen, in denen wir tätig sind, weil wir nämlich mit Geschwindigkeit, Flexibilität, Innovationskraft Systemlösungen anbieten können und natürlich auch hier eine wesentliche Rolle spielen wollen und auch werden, ganz definitiv werden, wenn es um das Thema New Mobility und E-Solutions in unseren Segmenten und Produkten geht. In diesem Zusammenhang wünsche ich Ihnen, Herrn Emmert, mit der heutigen Pressekonferenz und allen Beteiligten ein sehr gutes Gelingen, spannende Beiträge, kreative Beiträge und möchte ich mich auf diesem Wege recht herzlich bedanken. Herr Hiller, für den Einblick in die Transformation des Unternehmens Alco Vehicle Technology Group in Richtung Elektromobilität. Wir haben diese Präsentation mit Herrn Hiller kurz vor der heutigen Veranstaltung aufgezeichnet. Falls Sie Fragen direkt an Herrn Hiller haben sollten, können Sie diese natürlich gerne stellen. Wir werden sie dann an ihn weiterleiten. Es
folgt nun ein kurzer Einblick, vor allen Dingen auch ein exklusiver Einblick in die eFactory bei ALCO in Günzburg. Dominik Kreutle, der Produktionsleiter dieses Werkes, wird Ihnen nun wichtigste Produktionsschritte in einer virtuellen Werksführung erläutern. Dabei sehen Sie das Video eingeblendet und Kreutle wird live eben hier aus dem Studio entsprechend berichten. Hallo und herzlich willkommen. Haben Sie schon gewusst, dass viele Elektronutzfahrzeuge, die heute und in den nächsten Jahren auf die Straße kommen, die Kompetenz- und Fahrwerkskomponenten von ALCO in sich tragen? Unser Standort in Günzburg-Deffingen zwischen München und Stuttgart ist höchstwahrscheinlich daran beteiligt. Denn hier rüsten wir auf einer Werksfläche von rund 20.000 Quadratmetern bereits seit dem Jahr 2019 hunderte Fahrzeuge pro Monat für unsere Kunden um. Von klassischen Verbrennungsmotoren auf moderne Elektromotoren. Unsere Kunden profitieren dabei von unserem exzellenten Fertigungs-Know-how, hoher Agilität sowie von der Flexibilität bei der Fertigung der Fahrzeuge. Kommen Sie mit und lassen Sie uns gemeinsam einen Blick in unsere Produktion werfen. Ja, auch guten Tag von meiner Seite. Wir starten mit einem Drohnenflug durch die Produktion. Beginnend mit der Demontage sehen wir unsere vollautomatische Roboterstation. Daraufhin wechseln wir dann in den Bereich der Endmontage bis hin zu unserer Prüfstraße. In der Demontage starten wir mit dem Abklemmen des Low-Volt-Bordnetzes, sodass bei den späteren Demontage- und Montagetätigkeiten keine unerwarteten Ströme fließen können. Im Anschluss bauen wir das Kombi-Instrument des Basisfahrzeuges aus, um es im Folgeprozess umzubauen. In diesem Umbauprozess werden die Ziffernblätter sowie auch die Zeiger ausgetauscht. Das Kombi-Instrument erhält anstatt seiner Tankanzeige eine Kapazitätsanzeige sowie weitere E-Fahrzeug-spezifische Komponenten und Anzeigen. In diesem Umbauprozess werden auch neue Softwareparameter auf das Kombi-Instrument geschrieben und eine Kalibrierung der einzelnen Anzeigen durchgeführt. Hier sehen wir jetzt gerade das Einsetzen dieser neuen Anzeige. Den ersten Systemcheck, das Einkleben des neuen Zeigers mittels Arretierung, dem folgt ein Aushärteprozess. Danach passen wir selbstverständlich auch die Basissteuergeräte des Verbrennerfahrzeugs an und geben ihm die neue Elektroidentität. An unserer Demontagestation 1 legen wir die Fahrzeuge trocken. Das bedeutet in diesem Fall, die Flüssigkeiten werden aus dem Fahrzeug abgelassen und recycelt. Darauf folgen Modifikations- und Demontagetätigkeiten am Unterboden statt. Beispielsweise die Demontage der Umlaufteile, welche bei VW am Band wieder eingebaut werden. Auspuff, Kraftstofftank und unterschiedlichste Unterbodenkomponenten, die wir im späteren Prozess wieder bei VW anliefern. Beim Caddy erfolgt ebenso ein Ausschnitt am Tank, weil wir dort die spätere Ladedose einsetzen. Anschließend werden Räder und Achskomponenten demontiert, um diese später für die benötigten Roboteraufnahmen freizumachen. Im Anschluss erkläre ich Ihnen, was es damit auf sich hat. An der nächsten Station, Demontage 3 bei uns genannt, erfolgt der Ausbau des Antriebsstranges. Dieser Ausbau erfolgt ergonomisch auf 2 Ebenen. Hierbei wird der komplette Umfang, das bedeutet Motor und Getriebe, ausgebaut und möglichst ergonomisch zum nächsten Demontageschritt befördert. Der nächste Demontageschritt beinhaltet dann das Spalten oder das Trennen von Getriebe und Motor. Dies machen wir, da das Getriebe des Basisfahrzeuges im späteren Elektrofahrzeug wiederverwendet wird und der Motor zum Wiedereinbau am VW-Band angedient wird. Diesen bereiten wir in den folgenden Schritten so vor, dass er direkt just in sequence beim OEM eingebaut werden kann. Auch diese Prozesse haben wir durch die VW
QS qualifizieren lassen und abnehmen lassen. Das nächste Highlight unserer Produktion ist unsere vollautomatische Roboterzelle. Die Aufnahmen, die ich Ihnen vorher erklärt habe, haben Sie eben gesehen. Der Roboter nimmt das Fahrzeug definiert an den sogenannten RPS-Punkten des Fahrzeugs auf und daraufhin folgt dann ein vollautomatischer Bohrprozess. Wir bohren hier unterschiedlichste Geometrien am Unterboden ab, unabhängig von Nutzfahrzeug, Pkw, Caddy oder T6. Nach den Bohrungen werden die blanken Stellen anschließend versiegelt und das Batteriehaltesystem angenietet. Nachdem das Batteriehaltesystem angenietet wurde, kommt die Achskomponente wieder fahrgestellnummernbezogen in das Fahrzeug zurück. Anschließend erfolgen noch weitere Versiegelungen, welche im Rahmen einer Prozessfreigabe von unserem Partner Volkswagen und Abt auditiert wurden. Nachdem das Fahrzeug die Demontage verlassen hat, wird es der Vormontage beigestellt. In dieser Vormontage wird ein vorkonfektioniertes Kit mit Bauteilen an das zu elektrifizierende Fahrzeug angeschraubt. Das bedeutet im Einzelnen: An einem speziell dafür entwickelten Gussträger wird der Elektromotor angeschraubt und für die späteren Vormontageprozesse beigestellt. Alles erfolgt mit gesteuerter Schraubtechnik auf neuestem Stand der Technik. Dieser Gussträger wird dann am Basisgetriebe, das wir vorher ausgebaut haben, in dasselbe Fahrzeug kommt das Getriebe auch wieder rein, angeschraubt und die für das Elektrofahrzeug notwendigen Nebenaggregate montiert. Zum Beispiel sehen wir hier im Bild einzelne Träger, die benötigt werden. Im nächsten Step wird zum Beispiel dann der Inverter angeschraubt, Klimakompressoren werden angeschraubt und je nach Heiz- und Klimatisierungsvariante die entsprechenden Komponenten. Hier sehen wir die ergonomisch gestalteten Arbeitsplätze mit elektrisch verfahrbaren Tischen. Nach Anschrauben aller Grundkomponenten wird die Grundverkabelung vorgenommen sowie die Hochvoltverkabelung angeschlossen. Die ersten Kühlschläuche werden bereits angeschlossen und das Aggregat zum Einbau an die sogenannte Endmontage 1 beigestellt. Die Endmontage 1 nimmt sich dann basierend auf unserer Fertigungsfolge die Fahrzeuge und stellt just in sequence die vorkonfektionierten Aggregate bei. Hierzu werden die Aggregate mit einem eigens dafür entwickelten Hubtisch voll ergonomisch unter dem Fahrzeug platziert und anschließend gefügt. Mit gesteuerter Schraubtechnik werden die Verschraubungen überwacht und somit eine maximale Prozesssicherheit zu gewährleisten. Nachdem an dem Fahrzeug die Räder wieder montiert sind, wird das Fahrzeug weitergetaktet zu unserer Endmontage 2, auf der die Ladedose eingebaut wird. Auch diese ist speziell für dieses Fahrzeug entwickelt. Ich hatte es vorher schon erwähnt, in den versiegelten Tankausschnitt wird die Ladedose eingepasst. Ebenfalls auf der Endmontage 2 erfolgt dann die Freimessung des Inverters sowie die Low-Volt-Verkabelung im Motorraum. Das bestehende Bordnetz wird hier auf das Elektrofahrzeug adaptiert. Auf unserer Endmontage 3 bauen wir die Hochvoltbatterie ein. Nach Funktionsprüfung der Batterie am Wareneingang werden diese wiederum just in time am Band beigestellt. Anschließend erfolgt die Verschraubung und die Verkabelung dieser Batterie sowie der Einbau des modifizierten Kombi-Instrumentes. Daraufhin erfolgt dann die Inbetriebnahme des Fahrzeuges. Das Fahrzeug wird quasi zum Leben erweckt. Im ersten Step klassisch eine Klimaanlagenbefüllung sowie parallel hierzu die ersten Parametersätze und die Betriebnahme der Steuergeräte, die dort erfolgt. Danach erfolgen wiederum Freimessungen des HV-Systems, um Fehlerströme zu vermeiden. Nachdem alle Steuergeräte diese Prüfung durchlaufen haben, wird der Ladetest für AC und DC durchgeführt. Die Steuergeräteparameter werden je Fahrzeug hinterlegt und gespeichert. Das Fahrzeug wird dann anschließend auf unsere Prüfstraße gefahren. Unsere Prüfstraße
auch End-of-Line-Test genannt, beginnt zunächst mit einem ganz klassischen mit einer klassischen Funktionsprüfung der elektrischen Komponenten im Fahrgastraum und dann einem klassischen Bremsenprüfstand, wie man ihn aus jeder Werkstatt kennt. Dies bedeutet die Prüfung der Vorderbremse, der Hinterradbremse sowie der Feststellbremse mit zertifizierten Messinstrumenten. Auf den Bremsenprüfstand erfolgt dann die Einstellung der Scheinwerfer, da wir die Center of Gravity, also die Schwerpunktlage des Fahrzeuges, ändern. Ebenso müssen wir hier auch die Spur- und Stutzwerte vermessen und neu kalibrieren. Wie Sie vielleicht schon bemerkt haben, ist es unabhängig davon, ob wir T6 oder Caddy im Wechsel bauen. Unsere Produktionslinien sind hier hingehend voll flexibel gestaltet. Der Spur- und Stutzwerte wurde ebenfalls zertifiziert und mit freigegebenen Messinstrumenten installiert. Auf die Vermessung unseres Fahrwerks folgt dann der Leistungsprüfstand, das nächste Herzstück unserer Produktionsstätte. Hier können wir je nach Fahrzeugkonfiguration verschiedenste Lastzyklen simulieren und abfahren. Ist das Fahrzeug konfiguriert auf 90 km/h, 120 km/h, hat es die richtige ESP-Konfiguration, laufen alle Steuergeräte, laufen Fehlerströme, all das wird hier geprüft. Die finale Kontrolle dient der 100% Prüfung aller verbauten Komponenten, sowohl im Motorraum als auch im Innenraum bzw. im Unterbodenbereich. Nachdem wir das Typenschild aufgeklebt haben, wird dann das Fahrzeug der Produktion beigestellt. Im gesamten Produktions- und Prüfprozess sind hochqualifizierte Kfz-Mechatroniker eingesetzt. Das Fahrzeug verlässt dann die Fabrikhalle und ist abholbereit für unsere Kunden. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und übergebe nun wieder an Herrn Emmert. Dankeschön. Ja, Herr Kreutle, vielen Dank für den exklusiven Einblick in die eFactory. Wenn ich das richtig verstanden habe, war dies die erste Führung überhaupt in Richtung Presse und Öffentlichkeit. Ist das so? Ganz genau. Also ein exklusiver Einblick für die anwesenden Journalisten. Das erste Mal, dass wir unsere eFactory der Öffentlichkeit präsentiert haben. Vielen Dank dafür nochmals für diese Exklusivität. Gerne. Wir möchten an dieser Stelle Hans-Jürgen Abt zu Wort kommen lassen, der uns kurz erklärt, was für ihn Partnerschaft mit ALCO ausmacht. Auch dies haben wir aus organisatorischen Gründen im Vorfeld aufgezeichnet. Warum haben Sie die Marke Abt ins Leben gerufen? Abt ist ja eine sehr innovative Firma, die heuer das 125-jährige Jubiläum feiert. Und vor circa 10 Jahren haben wir uns damals mit E-Mobilität dann beschäftigt. Und das ist natürlich sehr, sehr schnell gewachsen. Es war in Kempten eine Hochschule, dort junge Ingenieure bei uns waren. Und auch den Themen, die in der Umwelt und der Politik stattfanden, wir uns damals gesagt haben, als innovatives Unternehmen versuchen wir E-Mobilität zu zeigen und haben dann schon angefangen, die ersten Fahrzeuge umzubauen. Und da macht es schon Sinn, wenn man eine eigene Firma dann gleich mit der Abt E-Line kreiert. Was sind denn einige Meilensteine in der Geschichte von Abt E-Line? Die E-Line ist ja entstanden mit den jungen Ingenieuren. Und wir haben dann angefangen, Studien zu machen, was das Batteriemanagement ausmacht, wie wird eine Batterie konfiguriert, was bedeutet der Elektromotor, wie kann man das alles sehr genau kombinieren. Und das waren wirklich die Meilensteine, bis wir dann mit der Deutschen Post Fahrzeuge schon umgebaut haben, Caddys und aber auch T6-Busse vor 10 Jahren. Und haben dann wirklich die ersten Fahrzeuge in den Markt gebracht. Und die Deutsche Post war damals sehr, sehr zufrieden mit dieser neuen Konzeption. Sie produzieren den E-Transporter in Günzburg bei und mit der Firma ALCO Fahrzeugtechnik. Wie kam es zu dieser Partnerschaft und was macht diese erfolgreich? Erstmal haben wir versucht, kurze Wege einzuhalten. Und dann ist natürlich die Firma ALCO, mit denen wir schon im Kontakt waren, auch schon Entwicklungen gemacht hatten, eingefallen. Es ist eine sehr erfahrene Firma in der Fahrzeugtechnik und ist speziell ausgelegt auch auf kleinere Serien, die wir mit VW benötigen. Und wir haben da wirklich schnell und gut eine saubere Partnerschaft geschaffen. Und für wen sind die E-Nutzfahrzeuge besonders geeignet?
Das sagt ja schon der Name, Nutzfahrzeuge. Wir haben uns auf den speziellen Markt auch damals konzentriert oder konzentrieren uns auf den Markt für Handwerker, für Zulieferer, Zustelldienste. All die Leute, die in den Städten praktisch mit relativ wenig Reichweite fahren können, um das Fahrzeug so zu nutzen, dass es für sie natürlich passt. Und die Städte fordern natürlich auch in der Zukunft CO2-neutrale Fahrzeuge, und da sind wir mit unseren Fahrzeugen sehr, sehr gut aufgestellt. Welche weiteren Ziele verfolgen Sie denn mit Abt-E-Line? Wir haben ja eigentlich als Start-up in dem Sinne gestartet und sind sehr schnell auf Speed gekommen mit den Fahrzeugen für VW-Nutzfahrzeuge, die wir ja in 2 Rechnungsgeschäften produzieren, und sind natürlich schon wieder in neuen Ideen, wie geht es in der Zukunft weiter. Natürlich wollen wir die Fahrzeuge entwickeln für andere Hersteller auch, aber auch für uns dieses Know-how, Batteriemanagement, die Batterie, den Aufbau der Batterie, den kompletten Antriebsstrang, der natürlich notwendig ist, in Fahrzeuge zu implantieren. Und das sind unsere Aufgaben für die Zukunft. Natürlich ist Wasserstoff auch ein Thema. Also wie gesagt, der Markt wächst rasant, aber auch mit hoher Geschwindigkeit. Vielen Dank, Herr Abt. Ja, der Markt wächst rasant. Nun freue ich mich auf eine spannende Runde. Die Transformation zur neuen Mobilität bei leichten Nutz- und Freizeitfahrzeugen hat begonnen. Dazu darf ich hier jetzt im Studio begrüßen, zu meiner Linken Herr Gentner. Herr Erwin Gentner ist seit 2011 Senior Vice President der Alco Vehicle Technology Group und Geschäftsführer der Alois Koba GmbH. Und er verantwortet die Funktionen Produktion, Logistik und Prozessmanagement. Herr Dr. Frank Sager, herzlich willkommen. Herr Dr. Frank Sager, er ist seit 2016 Senior Vice President R&D der Alco Vehicle Technology Group und Leiter der technischen Entwicklung in Kötz. Er trägt die Verantwortung für die globale Forschungs- und Entwicklungsstrategie und deren Umsetzung. Und zu meiner Rechten Herr Dr. Martin Scholtes. Herr Dr. Martin Scholtes ist geschäftsführender Gesellschafter der Evo Motors GmbH in München. 2017 gründete er das Unternehmen als Spin-off der Technischen Universität München. Bis 2018 forschte er an der TU München auf den Gebieten der Fahrzeugkonzepte und der Mobilität in Entwicklungsländern. Der Markt wächst rasant und die Herausforderungen sind riesig hin zu einer CO2-freien Mobilität. Der Transformationsprozess hat begonnen. Neue Mobilitätslösungen, New Mobility Solutions. Lassen Sie uns starten. Auch Sie dürfen natürlich weiterhin Fragen im Chat stellen, die wir dann im Anschluss beantworten. Herr Gentner, Stichwort Transformationsprozess. Was ist die Rolle von Alco bei dieser Transformation? Ja, wir sind ja eigentlich der Experte für kleine und mittlere Stückzahlen. Und in diesem Transformationsprozess geht es natürlich zunächst mit kleinen und mittleren Stückzahlen los. Insofern dieses Industrialisierungsthema, da können wir unser Know-how einbringen. Es kommt darauf an, die Industrialisierung schnell und flexibel voranzubringen. Und in der Werksbesichtigung haben Sie ja gesehen, zu welchem Ergebnis das geführt hat. Darüber hinaus, denke ich, spielen wir auch eine Rolle bei dem Thema Produkte. Wir versuchen natürlich schon, eigene Produkte zu generieren, speziell im Bereich der Antriebstechnik. Das Stichwort würde ich gerne aufgreifen. Eigene Produkte, Herr Sager, New Mobility-Themen. An welchen arbeitet dort Alco dort konkret? Ja, da möchte ich zuerst unser Projekt Green Trailer nennen. Wenn man hinter ein Elektrofahrzeug einen Caravan oder sonstigen Anhänger koppelt, dann geht die Reichweite ja ganz deutlich zurück. Und das möchten wir ändern. Das Naheliegende ist, einen eigenen Antrieb in den Trailer anzubauen, einen eigenen E-Antrieb. Das werden wir sicherlich auch untersuchen und tun. Aber das ist keine nachhaltige Lösung. Zur nachhaltigen Lösung gehört, dass man an den anderen Fahrwiderständen arbeitet. Und da kommt unsere traditionelle Kompetenz im Leichtbau zum Tragen. Da geht es einfach mal darum, das angehängte Gewicht so weit wie möglich zu reduzieren. Das zweite Projekt, was ich nennen möchte, ist das Hybrid Power Chassis, was Heller ja in seinem Beitrag auch schon erwähnt hat, was wir gemeinsam mit der Firma Huber
entwickeln, die ersten Prototypen fahren. Das HPC-Chassis ist für den Markt der Reisemobile ganz besonders interessant und geeignet, weil unsere Reisemobilkunden natürlich lange Strecken zurücklegen wollen, weil sie auch gelegentlich in Gegenden fahren wollen, wo es noch keine ausgebaute Ladeinfrastruktur gibt. Dafür braucht es weiterhin den Dieselantrieb, und mit dem zugleich eingebauten Elektroantrieb besteht dann die Möglichkeit, in emissionsfreie Zonen einzufahren. Und nebenbei für die Fans des Wintercampings bietet das Fahrzeug natürlich dann auch einen Allradantrieb. Das nächste, was ich nennen möchte, ist das VW T6.1 AMC-Fahrzeug, das wir gerade wieder freigegeben haben und damit dem Markt wieder eine weitere Triebkopfvariante zur Verfügung stellen können. Last but not least, die Projekte, die wir gemeinsam mit unseren Kunden machen. Wir waren an der Entwicklung des Fahrwerks und des Chassis bei Street Scooter von Anfang an mit dabei, haben da gemeinsam mit Street Scooter, wie ich meine, eine sehr richtungsweisende Entwicklung betrieben. Und das setzen wir jetzt fort mit der Firma Evum, wo wir auch an der Entwicklung des Fahrzeugs und der Lieferung verschiedener Komponenten beteiligt sind. Und das macht uns besonders Spaß, weil auch die Firma Evum auf sehr effiziente, auf sehr nachhaltige Lösungen setzt. Vielen Dank, Herr Dr. Sager. Thema Evum. Wie stehen Sie dazu? Stellen Sie sich doch kurz mal vor, und vor allen Dingen, wie blicken Sie denn aus der wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema E-Mobilität? Also wir bei Evum haben uns das Ziel gesetzt, uns mit der robusten und einfachen E-Mobilität zu beschäftigen und einfache Transportlösungen anzubieten. Mit Sicherheit, also meine persönliche Meinung als Wissenschaftler auch, wird das Thema E-Mobilität ist am Kommen, das wissen wir. Im nächsten Jahrzehnt werden wir aber mit Sicherheit auch unterschiedliche Antriebstechnologien sehen. Mit Sicherheit batterieelektrisch betriebene Fahrzeuge, ich glaube speziell bei kurzen und mittleren Reichweiten. Bei den schweren Nutzfahrzeugen und großen Reichweiten wird es mit Sicherheit auch einen Wasserstoff nochmal geben. Aber ich glaube, in diesem Jahrzehnt wird es noch eine gewisse Konkurrenz geben. Aber ich glaube, das Ziel ist klar, der Verbrenner wird uns irgendwann verlassen. Vielen Dank, Herr Scholtes. Herr Gentner, die Zusammenarbeit von ALCO mit an den Beispielen jetzt Evum Motors oder Abt und dergleichen sind ja perfekte Praxisbeispiele für gelungene Partnerschaften im Bereich der Nutzfahrzeuge. Wie kam es eigentlich zu den Partnerschaften, speziell jetzt mit Abt und Evum? Ja, die Suche nach einem Partner, der in der Lage ist, eine schnelle Industrialisierung zu realisieren. Und da kam man eben auf uns zu. Wir haben dieses Know-how und wir haben dieses Know-how umgesetzt. Die Fabrik in Deffingen wurde innerhalb eines Jahres realisiert und in Betrieb genommen. Flexibilität ist für uns auch ein ganz wichtiges Stichpunkt, wenn man mit Startups zusammenarbeitet, wenn man mit einem Produkt zu tun hat, das sich in der Entwicklung befindet, dann muss man Antworten haben, um mit diesen Flexibilität auf diese Antworten und die Änderungen eingehen zu können. Und das ist unsere Kernkompetenz. Das spürt man auch. Ja, und dann spielt natürlich auch die Nähe noch eine gewisse Rolle. Also der Herr Abt hat es ja auch angekündigt, wobei Nähe nicht nur aus regionaler Nähe kommt, sondern es kommt auch daher, dass wir sagen, wir haben auch eine Nähe im Verständnis, wie wir dieses Ziel realisieren und wie wir diese Aufgaben angehen. Vielen Dank, Herr Gentner. Herr Scholtes, was macht für Sie Partnerschaft aus? Also Partnerschaft ist mit Sicherheit das, was hier auch angesprochen wurde, ist das Thema Nähe, dass man nah aneinander ist, kurze Kommunikationswege hat, dass man sich gegenseitig unterstützt. Wir suchen mit Sicherheit Partner, die uns eine gute Qualität liefern, weil Evum steht für Qualität, und auch Partner, die uns unterstützen, auch im Bereich F&E mit viel Erfahrung und auch im Bereich Homologation. Und da haben wir in der ALCO den richtigen Partner gefunden. Und wie zeichnet sich die Zusammenarbeit mit ALCO aus? In kurzen, knappen Worten? Also mit Sicherheit sehr gut. Wir sind sehr zufrieden. Wir haben mittlerweile ein breites Produktportfolio von ALCO schon in der Anwendung. Und letztendlich, wie gesagt, Flexibilität. Teilweise überfordern wir auch unsere Partner noch mit unseren schnellen Änderungen. Aber da ist ALCO mal sehr gut dabei, gute Unterstützung. Und ja, wir schauen, dass es noch weiter vertiefen. Und was können Sie durch die Zusammenarbeit, durch die Partnerschaft mit ALCO dadurch erreichen? Ich glaube mit Sicherheit ein hochqualitatives Produkt, was mit allen Sicherheitsanforderungen entspricht und was einfach auch das liefert, was wir versprechen. Jetzt bieten Sie ja Nutzfahrzeuge an. Herr Sager, Stichwort Nutzfahrzeuge. Welche Rolle spielt denn das Thema Nutzfahrzeuge bei ALCO?
Also es ist ja grundsätzlich so, dass der ganze Markt der Nutzfahrzeuge einen Boost bekommen hat durch das Thema Internetversand, Last Mile Delivery. Damit beschäftigen wir uns auch intensiv, weil gerade die Klasse der leichten Nutzfahrzeuge in der 3,5 Tonnen Klasse oder sogar darunter unser traditionelles Geschäft sind, und da sind wir mit dabei. Natürlich ist das Hybrid Power Chassis gleichermaßen auch geeignet für leichte Nutzfahrzeuge. Auch an dem Thema sind wir dran. Und im Übrigen möchte ich sagen, dass diese leichten Nutzfahrzeuge natürlich sehr geeignet sind für das Thema Elektromobilität, weil sie in Einsätzen unterwegs sind, wo man keine große Reichweite braucht. Im Zulieferverkehr liegt die Tagesleistung eines solchen Fahrzeugs in der Regel unter 100 Kilometer. Das kann man mit heutigen Technologien sehr gut bedienen. Vielen Dank, Herr Sager. Herr Scholtes, wie sehen Sie denn die Entwicklung im Bereich der Nutzfahrzeuge? Also wir sehen es, was der Herr Sager auch gesagt hat, im Bereich leichte Nutzfahrzeuge ist das Thema stark am Kommen. Mit Sicherheit auch durch die Reichweiten, die da gefordert sind. Und das sehen wir auch für uns die Chance, wo wir mit unserem Fahrzeug einfach mal einsteigen können. Und da wird das Thema Elektrifizierung mit Sicherheit immer eine größere Rolle spielen. Auch in den nächsten 5 Jahren wird sich da mit Sicherheit einiges tun. Und was wäre notwendig für eine größere Durchdringung, speziell im Kontext der Elektromobilität in dem Bereich? Also ich glaube mit Sicherheit auch das Thema Ladeinfrastruktur, dass sie stärker und besser ausgebaut ist, vielleicht noch mehr Anreize schaffen und letztendlich einfach das Thema E-Mobilität noch weiter voranzutreiben. Aber jetzt mal konkret, wie ist denn der Stand bei den Nutzfahrzeugen und inwiefern sind die prädestiniert für das Thema Elektromobilität? Also ich glaube speziell in dem leichten Nutzfahrzeugbereich bis 3,5 Tonnen, vor allem im Bereich Last Mile, kommunale Betriebe, Landwirtschaft, wo wir auch mit unserem Fahrzeug unterwegs sind, ist es das perfekte Anwendungsszenario. Ich habe Reichweiten zwischen 100 bis 150 Kilometern und das ist perfekt für ein batterieelektrisches Nutzfahrzeug. Und welche Visionen haben Sie vor allen Dingen auch mit Ihrem Unternehmen dahinter? Ja, mit Sicherheit da den Markt zu adressieren. Wir sehen es, wofür das Fahrzeug auch verwendet werden kann. Wir haben eine Tonne Nutzlast, Allrad, Geländegängigkeit und das sind ja unsere Alleinstellungsmerkmale, mit denen wir in den Markt reingehen und mit denen wir die Landwirte, die Kommunen einfach adressieren und auch diesen gesellschaftlichen und politischen Druck, den man da hat, einfach mal eine Lösung anzubieten. Und was ist konkret der Kundennutzen, speziell jetzt beim AHK im Bereich Agrar- und Intralogistik? Mit Sicherheit, dass ich erst einmal nachhaltig und CO2-neutraler sparender unterwegs bin. Ich habe eine riesen Kostenersparnis von 40 bis 50% gegenüber einem Verbrenner. Und zudem nutze ich die ganzen Vorteile vom elektrischen Antriebsstrang, vor allem speziell im Offroad-Bereich, hohes Drehmoment, gutes Anfahrmoment und so weiter. Danke, Herr Scholtes. Jetzt haben wir ja hier total neue Fahrzeugkonzepte und Fahrzeuglogiken. Herr Gentner, wie schaut es denn dort mit dem aktuellen Stand der Industrialisierung aus? Speziell jetzt auch in Kombination mit der Elektromobilität und vor allen Dingen, welche Rolle spielt Alco denn da dabei? Ja, speziell bei der Industrialisierung kommt es natürlich darauf an, dass man die Flexibilität bereits in der Konzeption der Fabriken berücksichtigt. Der Herr Kreutle hat es angesprochen bei der Werksführung. Wir sind in der Lage, in beliebiger Sequenz unterschiedliche Fahrzeuge zu fertigen. Das ist eine Ebene der Flexibilität. Wir haben bei dieser Konzeption dieser Fabrik natürlich auch daran gedacht, dass wir zukünftig unsere eigenen Produkte dort fertigen wollen und dass wir in der Lage sein müssen, diese Industrialisierungskonzepte so zu haben, dass wir eine schnelle Implementierung ermöglichen können. Also das ist so unser Weg in Begleitung dieser Thematik beim Thema Industrialisierung. Herr Sager, ich leite gleich mal das Wort an Sie weiter, Thema Industrialisierung. Was sind denn die Pläne von Alco im Bereich der Elektromobilität und der Intensivierung im Kontext der Industrialisierung? Ja, wie wir schon diskutiert haben, arbeiten wir sehr eng mit Fahrzeugherstellern wie Street Scooter oder Evum oder Abt zusammen. Und das wird auch unsere Rolle in der nahen Zukunft sein, dass wir unsere Kompetenz in der Fahrzeugintegration einbringen. Da geht es ja auch eben um das Thema Fahrzeugsicherheit, Fahrzeugzulassung. Und wir sind seit mehreren Jahrzehnten Hersteller von Fahrzeugen. Wir bauen heute schon Fahrzeuge. Wir sind auch ein Bremsenhersteller. Wir bauen unsere eigenen Bremsanlagen. Und damit sind wir hervorragend aufgestellt, um in der Elektromobilität mit den geeigneten Partnern neue Lösungen auf den Weg zu bringen. Das heißt, eine durchaus relevante Stärke von Alco. Wenn wir jetzt schauen, welche notwendigen Standards sind denn noch notwendig, gerade im Kontext auch Homologation,
speziell jetzt auch bei solchen neuen Fahrzeugkonzepten? Speziell in der Elektromobilität kommt es auf ein gutes Zusammenspiel der Bremsanlage mit dem Elektroantrieb an. Wir wollen ja so viel wie möglich rekuperieren und so wenig wie möglich mit der Reibungsbremse arbeiten. Und da wünschen wir uns natürlich von der Politik entsprechende Regelungen, die technologieoffen sind und die es uns ermöglichen, kreative Lösungen umzusetzen. Welche Rolle hat denn ALCO im Bereich E-Mobilität eingenommen und vor allen Dingen, welche Rolle hat denn die eFactory dabei gespielt? Für uns bei ALCO ist es sehr wichtig, dass wir die Nähe zur Fertigung haben. Unsere Stärke liegt darin, kleine und mittlere Stückzahlen mit sehr hoher Varianz zu bedienen. Und das geht nur, wenn man einen sehr engen Dialog mit der Fertigung hat, wenn man zugleich mit dem Produkt auch den Prozess entwickelt. Und da bietet uns die eFactory ganz tolle Möglichkeiten. Wir können dort Prototypen und Muster sehr schnell unter seriennahen Bedingungen sicher aufbauen. Davon machen wir regen Gebrauch. Und natürlich ist da auch die Chance, dass wir zukünftige Produkte, eigene Produkte in Deffingen fertigen können. Vielen Dank. Wir haben ja vorhin vom Herrn Kreutler auch so eine kleine Führung bekommen durch die eFactory. Herr Gentner, vielleicht können Sie uns noch ein bisschen was zur Historie von der eFactory erzählen. Ja, wenn man auf so eine Fabrik schaut, dann sieht man natürlich in erster Linie die Hardware. Man sieht Roboter, man sieht Fahrzeuge, man sieht Prüfstände, man sieht Montagevorgänge und solche Themen. Aber es gibt natürlich ganz viele Soft Facts, die dabei zu berücksichtigen sind. Wir sagen eFactory, man könnte auch sagen Hochvoltfabrik. Und der Begriff Hochvoltfabrik, der implementiert schon, was notwendig ist. Wir müssen uns mit Hochvolt auseinandersetzen. Wir müssen Standards schaffen, wir müssen Sicherheitsstandards schaffen. Wir müssen den Umgang mit Fahrzeugen unter Strom, den Mitarbeiter schulen. Wir müssen zertifizierte Hochvolt-Ausbildung betreiben. Alle Mitarbeiter in unserem Werk sind geschult bei diesem Thema, durchgängig, und das hat einen hohen Stellenwert. Wir haben hier einen Standard geschaffen, der über dieses Projekt hinausgeht und der uns begleiten wird, wenn wir neue E-Mobility-Projekte in unserer Fabrik aufnehmen. Und wie schauen die konkreten Pläne, Thema Weiterentwicklung eFactory aus? Ja, die Weiterentwicklung sieht so aus, dass wir natürlich im Kopf haben, andere Produkte aufzunehmen, auch die eigenen. Und dazu haben wir die Konzeption erstellt. Dann sind zahlreiche Themen in der Pipeline. Das Thema E-Mobility ist ein Gesellschaftsthema. Ja, und es wird nicht damit getan sein, Fahrzeuge zu elektrifizieren. Es werden ganz neue Modelle, es werden ganz neue Konzepte und es werden ganz neue Lösungen entstehen. Und es werden auch neue Nischen entstehen. Und gerade die Nischen und die Nischen mit den kleinen Stückzahlen, mit den mittleren Stückzahlen, die sind für uns interessant. Und die Startups, die kommen immer aus der wissenschaftlichen Seite, entwickeln diese Produkte, haben gute Ideen und dann kommen sie aber irgendwann an den Punkt, wo es darum geht, zu industrialisieren, zu fertigen, in den Markt zu bringen und wirtschaftlich zu produzieren. Das ist sehr, sehr spannend. Und dann kommen wir ins Spiel. Sie haben es ja auch gerade beschrieben, Neues, ne? Neue Lösungen, ja. Herr Sager, neue Lösungsansätze im Bereich E-Mobilität. Was verfolgt da ALCO konkret als Unternehmen? Wir haben als ALCO den großen Vorteil, dass wir über ein sehr großes Technologiespektrum verfügen. Wir sind im Stahl, im Chassis, im Achsenbau zu Hause. Wir haben Elektronikentwicklung in Norditalien und in Litauen, beschäftigen uns mit Dämpfungstechnik in Spanien. Und diese Vielfalt an Technologien, die wir im Hause haben, in Verbindung mit einer ganz hervorragenden Vorentwicklung, die wird uns in die Lage versetzen, ganz neue Ideen und ganz neue Konzepte für die Elektromobilität und natürlich auch in unseren traditionellen Geschäften auf den Weg zu bringen. Ein weiteres Thema, was ich noch ansprechen möchte, ist der Anhänger unterhalb der 750 Kilogramm. Das ist ein Thema, wo wir noch eine große Zukunft sehen. Das ist deutlich wichtiger geworden durch die Last-Mile-Delivery. Das ist deutlich wichtiger geworden durch elektrische Fahrräder, durch E-Bikes. Und da wollen wir professionelle Lösungen anbieten, dauerhaft, zuverlässig mit der Qualität, für die ALCO bekannt ist. Das heißt, zukünftig haben Sie schon diverse weitere Themen auf der Uhr, gerade im Kontext Elektromobilität. Das beschäftigt uns sehr, ja. Vielen Dank. Herr Scholtes, wie sehen Sie denn perspektivisch, gerade wenn wir jetzt in Richtung Zukunft, wir haben gerade sehr viel von Zukunft, von neuen Lösungen und dergleichen gesprochen, wie sehen Sie denn perspektivisch die Zusammenarbeit mit ALCO?
Also wir sehen es mit Sicherheit so, dass Alco ein breites Produktportfolio hat, was wir noch erweitern können. Wir werden mit Sicherheit weitere Fahrzeugvarianten anbieten als Evum, wo wir auch mit Sicherheit im Bereich Chassis und Bremsen Änderungen haben werden. Und mit Sicherheit sollten wir auch nochmal Produktionsengpässe haben, ist mit Sicherheit denkbar, dass wir auch hier auf die eFactory mal die nutzen. Danke. Jetzt haben wir, Herr Gentner, wir haben ja schon Beispiele adressiert, Partnerschaften, Abt zum Beispiel oder Evo Motors. Wann können wir denn mit weiteren Partnerschaften rechnen? Ja, zunächst mal werden wir die Zusammenarbeit mit der Abt E-Line verlängern und den Vertrag verlängern bis ins Jahr 2022. Das ist ein wichtiger Punkt für uns. Die Zusammenarbeit mit der Abt E ist ein Highlight für uns. Wir arbeiten da sehr gut zusammen und wir wollen das weiterhin tun. Und da gibt es auch neue Projekte, die da unter Umständen kommen. Und ja, dieses Thema Mobilität, wie angesprochen, da passiert viel, da tut sich viel. Viele Themen sind momentan in der Phase, wo es um Entwicklung geht, wo es um Prototypen geht. Und diese Themen kommen in die Phase der Industrialisierung. Da gibt es bereits erste Kontaktaufnahmen. Und wir stellen einfach fest, dass wir hier als der Partner wahrgenommen werden, der in der Lage ist, kleine und mittlere Stückzahlen zu industrialisieren. Und das ist für uns ein positives Signal und das stimmt uns auch positiv für die Zukunft. Wir werden da punkten und Sie werden da noch von uns hören. Das will ich hoffen. Sie sagen Positives. Jetzt haben wir tatsächlich, wir leben tagtäglich damit, tatsächlich, ich sage mal, so ein kleines negatives Erlebnis, so möchte ich es jetzt mal beschreiben, nämlich unsere Pandemie Covid-19. Wie sind Sie denn damit, vor allen Dingen auch in Ihren Werken damit umgegangen? Wie haben Sie das Thema denn für sich meistern können? Ja, das Thema Covid-19 beschäftigt uns alle jetzt nicht nur im betrieblichen Umfeld, sondern natürlich auch jeden Einzelnen privat. Das ist schon eine starke Belastung. Es ist eine Belastung für alle. Wir haben bereits im Februar letzten Jahres angefangen, haben einen Krisenstab etabliert, wir haben ein Team zusammengesetzt und es ist fast unglaublich, aber wir haben einen Regeltermin 3-mal die Woche. Und dieser Regeltermin ist seit dieser Zeit nicht ein einziges Mal ausgefallen. Und das zeigt schon, dass wir dieses Thema sehr ernst nehmen. Und das ist ganz wichtig. Und wir versuchen bei diesem Thema immer einen Schritt der Entwicklung voraus zu sein. Wir versuchen, das Thema zu behandeln mit unserer Problemlösungskompetenz. Und um einige Beispiele zu nennen, wir haben schon früh angefangen zu testen, schon lange bevor es den Betrieben vorgeschrieben wurde, dass sie Testangebote machen müssen. Das sehen Sie dann in dem eingeblendeten Bild. Wir haben uns da am Katastrophenschutz orientiert. Die Schutzausrüstung stammt aus dem Katastrophenschutz. Wir haben das beibehalten. Wir machen das heute noch so, obwohl es in diesem Umfang gar nicht mehr notwendig wäre. Wir haben sehr frühzeitig mit dem Impfen gestartet, bereits Anfang des Monats. Wir testen mittlerweile ungefähr 10 Impfdosen pro Woche. Diese Woche steigern wir auf 15 und am 2. Juni haben wir eine Impfaktion, wo wir 100 Mitarbeiter impfen. Und so versuchen wir, mit dem Thema umzugehen. Bisher ist es uns gelungen, Infektionen größtenteils fernzuhalten. Einzelne Infektionen hatten wir immer, aber es ist uns erfolgreich gelungen, die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern. Respekt an dieser Stelle, sehr vorbildlich. Jetzt kommen wir nochmal Brückenschlag, Covid-19, Corona-Pandemie und Wirtschaft. Wie hat sich denn das Thema Pandemie auf die Nachfrage ausgewirkt? Ja, jeder wird jetzt wahrscheinlich erwarten, dass die Nachfrage eingebrochen ist. Das ist sie natürlich im Laufe des Jahres 2020. Da gab es sicherlich Rückgänge. Aber wir müssen momentan sagen, wir haben eine sehr gute Auslastung. Und um ganz ehrlich zu sein, also ich habe in den vielen, vielen Jahren, seitdem ich bei Alco bin, noch nie so eine starke Nachfrage erlebt. Das ist doch mal eine Ansage. Es ist allerdings auch eine Challenge. Ich meine, jeder weiß es, dass die Supply Chain generell sehr angespannt ist. Also es ist wieder eine neue Herausforderung. Es ist eine neue Möglichkeit, unsere Problemlösungskompetenz ins Spiel zu bringen. Also ich denke, wir werden auch das meistern. Dies zu meistern gilt. Klasse. Vielen, vielen lieben Dank. In diesem Sinne, Herr Dr. Scholtes, Herr Dr. Sager, Herr Gentner, vielen Dank für die spannenden Einblicke, für die Diskussion. Sie bleiben bitte noch hier, weil Sie stehen jetzt dann im Anschluss gerne auch noch für weitere Fragen zur Verfügung. New Mobility Solutions by und mit Alco. Der Transformationsprozess hat begonnen. Ob leichte
Nutzfahrzeuge, Umbauten, Green Caravans oder Off-Highway. Überall findet E-Mobilität statt und der Markt wächst rasant. Von der Achse über das Chassis bis hin zur E-Factory. Ich denke, wir haben heute ALCO nicht nur als Global Player kennenlernen dürfen, sondern vor allem auch als Vorreiter, als erfahrenen, wertvollen Industriepartner, der Industrialisierung beherrscht und trotzdem agil genug ist, um sich dem Markt und den Anforderungen anzupassen. Meine Damen und Herren, liebe PressevertreterInnen, nun zu Ihnen. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Sollten wir übrigens nicht auf alle Fragen aus zeitlichen Gründen eingehen können und beantworten können, erhalten Sie natürlich im Anschluss entsprechende Antwort im Nachgang. Vielen Dank schon mal dafür für Ihr Verständnis. So, jetzt schaue ich mal an die Regie, welche Fragen denn bereits gestellt wurden. Und eine erste Frage würde ich gern gleich an Sie richten, Herr Dr. Sager. Im Klimaschutzprogramm 2030 der Bundesregierung sind ehrgeizige Klimaziele hinterlegt. Welche alternativen Antriebstechnologien können neben der klassischen E-Mobilität zum Erreichen dieser Ziele beitragen? Und was kann Ihre Branche, konkret eben auch ALCO, dazu beisteuern? Ja, wie ich schon ausgeführt habe, sind wir technologisch sehr breit aufgestellt und deswegen sind wir auch sehr offen, alternative Lösungen zu untersuchen. Man kann da zum Beispiel an die Brennstoffzelle denken. Das wird sehr stark darauf ankommen, wie wir mit unseren Partnern da zusammenarbeiten, mit Fahrzeugherstellern, die entsprechende Lösungen auch angehen. Und da werden wir dann unterstützen und mitarbeiten. Also für Sie offen und es gibt durchaus verschiedenste Alternativen. Vielen Dank, Herr Dr. Sager. Herr Gentner, eine Frage an Sie. E-Mobilität, Nachhaltigkeit und Umweltschutz bedeuten oft auch zusätzliche Kosten, auch wegen geringer Stückzahlen. Wann ist aus Ihrer Sicht der Turnaround geschafft, dass alternative Antriebstechnologien aus wirtschaftlicher Sicht ebenbürtig sind? Spannende Frage. Spannende Frage, ja. Also ich denke, das ist eben Transformation. Wir sind hier ein Teil der Transformation. Wir spielen eine Rolle bei dieser Transformation, die dazu führen wird, dass die großen OEMs dann irgendwann große Serien wirtschaftlich bauen werden. Das ist ein Handlungsstrang. Ein weiterer Handlungsstrang ist aber, dass sich die Mobilität generell verändert. Und da bin ich fest überzeugt, da wird es nicht mehr nur darum gehen, Kraftfahrzeuge zu elektrifizieren, sondern es wird neue Lösungskonzepte geben, es wird neue Fahrzeugkonzepte geben, es wird, wie schon angesprochen, Nischen geben. Und wir sehen uns dann längerfristig eben in diesen Nischen und wir sehen uns dann mit unseren eigenen Produkten, sehen wir uns dann ebenfalls auf dem Markt. Das heißt, die E-Factory hat dann längerfristig die Aufgabe, Nischen zu bedienen, für Nischen zu fertigen und unsere eigenen Produkte, Hochvoltprodukte herzustellen. Mhm. Vielen Dank, Herr Gentner. So, jetzt schauen wir mal, Frage an die Regie. Haben wir noch weitere Fragen? Dann würde ich vielleicht noch eine Frage an Herrn Scholtes stellen, wenn es erlaubt ist an dieser Stelle. Wäre es aus Ihrer Sicht, aus seitens Evo Motors, möglich gewesen, den Transformationsprozess ohne ALCO hinzubekommen? Ich glaube, ja. Also mit Sicherheit wäre es möglich gewesen, es hätte uns mit Sicherheit mehr Zeit und Energie gekostet. Und letztendlich, ich glaube, bei dem Transformationsprozess, worauf es ankommt, ist Geschwindigkeit und Flexibilität. Man muss schnell sein. Wir sind mit Sicherheit, wie Sie auch angesprochen haben, wir sind ein Nischenhersteller, wir wollen in die Nische rein. Wir sehen, dass auch Wettbewerb kommt und man muss einfach schnell die Produkte in den Markt bringen, in der guten Qualität und auch in einer gewissen Stückzahl, damit ich einfach Marktpräsenz zeige. Vielen Dank, Herr Scholtes. Vielen Dank, liebe Damen und Herren. Vielen Dank, liebe Pressevertreter. Eine Zusammenfassung übrigens der Pressekonferenz wird Ihnen im Nachgang noch zugesendet. Sie finden im Übrigen dort auch die Vorträge und Informationen zu den Teilnehmern, zu den Akteuren, auch die eingeblendet worden sind, wie Videos oder dergleichen, im Nachgang auf der Plattform alco.getvirtual.com. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Und von meiner Seite und ich denke auch im Namen von ALCO wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und bleiben Sie gesund. Danke.